Hallo zusammen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute wieder zum Thema Möbelbau. Wir werden zusammen ein Bodenbett bauen. Ihr könnt es hier oben fertig anschauen. Wenn ihr Spaß in solchen Videos habt, bleibt bitte dran. Wir sehen uns nach dem Intro wieder. Ja, schön, dass ihr dran geblieben seid. Ich habe hier trockene Buche mit Waldkante. Die sehen zum Teil relativ wild aus. Hier haben wir ein paar gute Teile. Dann gibt es auch noch welche, wo man kaum was rausbekommt. Und einfach Reststücke. Das Bodenbett wird 2 Meter lang und 1,20 breit, sodass ich jetzt gucken muss, was ich noch rauskriege. Im ersten Schritt werde ich mal die Bohlen besäumen, das heißt die Waldkante entfernen und dann sehen, was ich noch aus den Teilen rausbekomme. Besäumen kann man auf verschiedene Art und Weise. Man kann das mit einer Handkreissäge und einer langen Führungsschiene tun, indem man die eben so auflegt. Und man versucht hier möglichst viel von der Fläche rauszubekommen. Der Rest ist Abfall. Oder man kann das auf einer stationären Maschine tun, oder mit Schiebeschlitten. Ich werde euch heute die Variante mit der Handkreissäge zeigen und dann auf die Hobelmaschine gehen. Wenn ihr solche Teile besäumt, müsst ihr auf 2 Dinge achten. Ich besäume häufig auf solchen Holzböcken. Man muss aber jetzt hier aufpassen, dass die Teile nicht rutschen beim Sägen und vor allen Dingen, dass man mit der Säge nicht unten die anderen Bretter verletzt. Deshalb werde ich hier mal Unterlagen drunter legen. Jetzt die Schiene ausrichten. Und jetzt muss man immer ein bisschen gucken, wie ist der Baum gewachsen. Hier haben wir eine ziemlich lange, flache, das ist ein Randbrett, eine flache Stelle, wo es ziemlich eng wird. Das heißt, ich werde jetzt hier nicht so auflegen, dass man das komplett hier wegnimmt. Da habe ich hier einfach zu viel Verschnitt. Man muss mit Sinn und Verstand gucken. Hier könnte man ein kurzes Teil rauskriegen, der Rest ist dann verleisten oder was anderes. Das heißt, man muss gucken, was man braucht. Und was auch noch wichtig ist zu wissen, wenn ihr hobelt, dann wird es ja dünner. Das heißt, ihr könnt hier ruhig hier die Waldkante auch noch so anschneiden, dass es stehen bleibt, weil es ja beim Hobeln noch eine Abnahme gibt. Das heißt, ihr müsst hier nicht komplett auf die Kante gehen und sägen, so könnt ihr noch mehr rausholen, gerade von Randbrettern. Das heißt, ich werde es hier mal positionieren, wie ich denke, dass es sinnvoll ist. Und jetzt vor allen Dingen hier außen zumindest eine Schraubzwinge setzen. Und die Schraubzwinge, die setze ich jetzt so an, dass wenn hier Druck drauf kommt vom Sägen, dass ich hier irgendwo eine Anlage habe. Sonst schiebt es mir das leichte Brett komplett über die Fläche drüber beim Sägen und ich habe keinen Gegenhalt. Im nächsten Schritt werde ich natürlich noch die Höhe einstellen auf die Bohlen, sodass ich nicht zu tief komme. So, jetzt haben wir mal die eine Seite besäumt. Ihr seht es hier schön, dass ich hier nicht auf die Waldkante gegangen bin, sondern ich habe hier stehen lassen. Wie gesagt, wenn man es hobelt, bekommt man hier noch mehr raus. Ich werde jetzt auch beide Seiten besäumen. Dann muss ich in der Hobelmaschine noch nicht so viel zerspannen und habe noch schön Brennholz. Mit dem Brennholz kann ich mehr anfangen wie mit den Hobelspänen. Dasselbe hier auch. So, das ist jetzt eine Fleißaufgabe, hier den ganzen Stapel abzuarbeiten. Aber es macht ja auch Spaß, wenn man dann sieht, was man aus solchen Bohlen noch alles herstellen kann. Hier haben wir jetzt eine Engstelle. Auch nicht so einfach hier das zu besäumen.
gucken. Wenn ihr solche Dinge sägt, macht es Sinn, ihr nehmt den Schlauch, geht mit der Hand unten durch und dann hängt der Schlauch nicht immer am Werkstück ein. Ja, ich habe jetzt hier noch eine Fleißaufgabe vor mir. Ich denke, es ist nicht so spannend für euch. Wir sehen uns im nächsten Schritt wieder. So. Schon mal ein guter Teil Abfall. Das kann ich jetzt zu Brennholz verarbeiten. Und hier sehen wir die besäumte Ware. Jetzt muss man im nächsten Schritt gucken, welche Teile sind einigermaßen gerade und was bekommt man dann Material hier raus. Ja, alles ist gehobelt. Ich habe hier zwei Holzarten. Ich habe hier einmal die Buche für das aktuelle Projekt. Das zeige ich euch mal hier. Und zwar gibt es ein Bodenbett für die Kleine. Ich habe mir das Bild rausgezogen, die Maße rausgeschrieben und mehr brauche ich nicht für den Bau des Bettes. Alles andere mache ich frei Schnauze. Und das hinten ist Ahorn. Und den Ahorn brauche ich für mein nächstes Projekt, das schon in Planung ist. Den habe ich jetzt gleich mitgehobelt, weil es sich angeboten hat von der Dicke her. Also im nächsten Schritt werde ich jetzt quasi die Maße zuschneiden. Die Dicke ist jetzt fertig und jetzt kann ich hier gucken, was ich da rausbekomme und schneide die auch wieder mit einer breiten Zugabe zu von 8 bis 10 mm, sodass ich dann an der Hobelmaschine wieder die Rechtwinkligkeit anhobeln kann, also anfügen nennt sich das im Fachjargon. Ich habe schnell umgebaut. Ich arbeite eigentlich gerne auf Holzböcke, weil es eben flexibel ist. Ich kann die überall hinstellen und groß und klein bauen. Wenn ich jetzt dann solche Dinge mache, dann lege ich mir eine große Multiplexplatte oben drauf und dann kann ich da besser hantieren, ohne dass was runterfällt. Wenn ich sie nicht brauche, stelle ich sie in die Ecke, dann habe ich wieder mehr Fläche hier in der Werkstatt zur Verfügung. Jetzt werde ich mir erstmal schöne Stücke für die Seitenteile, für die langen Seitenteile raussuchen. Also erst die langen Teile anzeichnen und dann auf die kurzen gehen. Und dazu suche ich mir jetzt einfach hier schöne Stücke raus. Die müssen 2 Meter lang sein, also scheidet das schon mal aus hier. Das sieht gut aus, zum Beispiel. Hier haben wir 2 Meter. Wenn ich den hier in der Mitte ausschneide, das ist vorher erwähnte, dass ich hier noch Waldkante dran habe, 120, das reicht mir jetzt so gerade. Das heißt, ich besäume das hier und kriege dann die 120 an Material raus hier. 130 mal 2 Meter. 1. So, nächste. Das
sind auch schöne Stücke dabei. Hier ist kaputt. Ah, das sieht gut aus. Okay. Also 120. Nummer 2. Und so gehe ich durch, bis ich meine Stücke zusammen habe. Ich werde jetzt erstmal den äußeren Rahmen machen und dann aus den Reststücken werde ich die Stacheten dann machen. Die werde ich auch noch mal runterhobeln von 20, das ist jetzt auf 20 gehobelt, auf 16. Dann habe ich einen schönen Rücksprung und kann dann alles schön verrunden. Das seht ihr dann, wie ich das durchführe. Material haben wir jetzt zugesägt. Jetzt geht es darum, diese, ich nenne es mal Stacheten hier einzuteilen. Der Länge nach, da sollten wir ein Abstandsmaß zwischen den Stacheten von 40 bis 65 mm haben. Das werde ich jetzt mal ausrechnen und dann hier auf dieses Werkstück übertragen. So, also wie rechne ich das Ganze jetzt aus? Ich habe hier eine Bettseitenlänge von 2 Meter, 2000 mm. Und die Friesbreite ist 40 mm. Jetzt nehme ich mal eine Zahl an und sage, ich probiere mal mit 18 Teilen. Das heißt 18 mal 40 mm. Das würde dann eine zusammengelegte Breite von 720 mm sein. Also wenn ich jetzt 18 Teile zusammenlege, 720. Die 720 ziehe ich jetzt von den 2 Meter ab. Dann kommen da 1280 Freifläche raus. Das heißt, wenn ich jetzt hier alle 18 Teile nebeneinander lege, dann bleibt hier noch eine Länge von 1280 mm übrig. Und die teile ich jetzt geteilt durch 19. Also geteilt durch 19 ergibt 67,3 mm circa. Und das wäre jetzt die Abstandsfläche zwischen den einzelnen Teilen. Wenn mir das zu groß ist, dann muss ich jetzt hier einfach noch eins dazu rechnen. Also 19 mal 40 und die gleiche Rechnung nochmal machen. 760 mm. Die ziehe ich jetzt hier wieder ab, mache eine neue Rechnung. Minus 760. Sind dann hier 1240 mm. Und die muss ich jetzt geteilt durch 19 plus wieder ein Leerfeld, geteilt durch 20 machen. Da kommen, wenn ich 19 Teile verwende, also von den Friesteilen, da kommen dann ganz genau 62 mm Abstandsmaß raus. Und das würde ich auch verwenden hier. Das heißt 19 Friesteile für die lange Seite mit 62 Abstand. Das werde ich mir jetzt hier anreißen. Das heißt 62 mm. Dann haben wir hier 40 Friesbreite. In der Mitte wird gefräst. Und jetzt gehen wir so komplett bis nach oben durch und reißen das einmal an.
Ja, wenn ich so bei der Mitte angekommen bin, mache ich mal eine Messung. Das Thema ist, wenn ihr so einen dicken Bleistift habt und ihr reißt so viele Teile nacheinander an, dann werdet ihr sehen, dass ihr zur Mitte hin immer weiter einen Versatz reinkriegt, weil tendenziell der Bleistiftstrich so dick ist, dass sich das aufaddiert. Und so müsst ihr jetzt einmal gegenchecken in der Mitte, ob das alles so passt, wo ihr rauskommt. Ich habe hier schon jetzt einen Versatz von 1 mm nach rechts. Das heißt, ich werde jetzt auf der rechten Seite tendenziell den Strich ein bisschen auf der anderen Seite von der Skala angeben, sodass ich am Ende wieder genau rauskomme. So, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Passt jetzt dieses Mal. 62. Die 40 zeichne ich immer bei der 10 an, weil da habe ich hier eine bessere Linie wie hier an der Kante. 40, die 20 Fräsmitte. So, und jetzt schauen wir mal, wo wir rauskommen. 62. Also jetzt habe ich hier die 62 hinbekommen. Einmal musste ich korrigieren, die letzten 6 Stück, aber so passt mir das ganz gut. Jetzt werde ich mir nur die Fräspositionen nach oben übertragen. Und dann muss ich nicht alles neu anzeichnen. Auch hier markieren wir wieder mit einem Strich außerhalb der Mitte auf der Auflagefläche die Teile, weil wenn die nachher geschliffen sind, dann erkenne ich nicht mehr die Auflageseite und durch den Strich weiß ich genau, das ist immer die Auflageseite und kann so die Teile richtig zuordnen. Also die Teile sind jetzt angezeichnet, hier kommen die Stacheten rein. Ja, jetzt kann ich diesen Zwischenabstand messen. Ich möchte hier oben einen Rücksprung von 5 mm, dann gehen wir wieder auf die 40 Fließbreite. Von unten haben wir 10 mm Rücksprung, 120 Fließbreite, sodass wir jetzt die Stacheten messen können. Und sägen die zu auf 23,5. So, die Stäbe sind jetzt alle gefräst. Jetzt werde ich hier ein Domino einfräsen, ein 5 mm Domino, und dafür verwende ich diesen Leistenanschlag. Es sind einfach zu viele, die will ich nicht anreißen in der Mitte. Das heißt, ich werde jetzt die Maschine einstellen und dann alle mit dem Leistenanschlag fräsen. Die Teile habe ich 16 mm dick gehobelt, das heißt, ich kann jetzt hier die Maschine auf 16 einstellen. Fahre dann hier runter. Hier gehen wir auf 15. Und jetzt muss ich noch den Leistenanschlag montieren. Hier aufgeschoben und den Krallen gesichert. Jetzt muss ich hier die Breite der Leisten einstellen. Hier haben wir eine Skala. Ich habe die Teile auf 40 mm gehobelt. Das heißt, ich kann jetzt hier mal eine Voreinstellung auf Skala machen und dann testen, ob das Ganze passt. So. Okay, das schaut gut aus. Ein bisschen Spielhammer. Das heißt, ich werde jetzt hier nochmal ein bisschen zusammenfahren. Gucken, dass die sehr stramm hier reingehen, so wie jetzt. So, und man sieht hier, ich habe die bewusst ein bisschen kleiner gestellt,
und werde jetzt über die schiefe Ebenen vorne, über die Phasen, werde ich immer die Maschine so ansetzen, dass der Anschlag sich ein bisschen nach außen drückt. Das ist Kunststoff, das passiert nichts. Und dann haben wir hier eine saubere Vorspannung und eine optimale Ausrichtung der Leiste. So, jetzt haben wir ganz viel Fleißaufgabe. Wir müssen alle Teile rechts und links einfräsen. So, im nächsten Schritt werden wir die ganzen Teile hier abrunden. Aufgrund der Menge werde ich das mit einer Stationärvorrichtung tun. Die habe ich mal gebaut. Die Anleitung findet ihr oben dazu. Da ist eine Kantenfräse eingebaut und ein Radius 2 Fräser. Die Platte kann ich jetzt hier so festmachen und dann die kleinen Teile eben über den Tisch schieben. Das ist viel schneller und einfacher, jetzt die Maschine über die Teile zu führen. Ich kann die hier in der Höhe sauber einstellen und mache eine Absaugung noch dran. Also die Streben sind alle jetzt gefräst. Jetzt muss man die natürlich schleifen. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte die Stangen quasi zuerst schleifen sollen und dann absägen. Jetzt habe ich die schon abgesägt. Einfacher wäre es gewesen, die am Stück zu schleifen. Aber jetzt ist es so, ich habe mir hier mal vor langer Zeit eine Schleifmaschine für schmale kleine Teile, also für Stäbe gebaut. Könnt ihr hier oben schauen, wie ich die gebaut habe. Und mit dieser Schleifmaschine werde ich jetzt hier die kleinen Teile schleifen. Die funktioniert folgendermaßen. Ich habe hier eine Schleifmaschine eingebaut. Die Schutzhaube habe ich mir selber ausgedruckt. Und das Ganze funktioniert so, dass ich die Höhe dieser Schleifwalze einstellen kann, und zwar mit dem Seitenschieber. Das heißt, ich lege mir die Werkstücke darunter, fahre mit dem Seitenschieber hier gegen dieses Gussteil und jetzt gucke ich, dass ich ein bisschen Spannung da drauf kriege, aber nicht zu streng, weil die braucht ein bisschen Druck, aber nicht zu viel. Muss man ein bisschen probieren. So, dann mache ich die Schraube zu. Natürlich muss man jetzt bei dieser Schleifmaschine aufpassen, dass hier hinten nichts ist, weil wenn man das Teil loslässt, dann fliegt es nach hinten weg. Das heißt, eine Rückschlagsicherung wie bei einer Hobelmaschine hat das Gerät nicht. Aber wie gesagt, ich schleife hier nur kleine Teile und bis jetzt ist nie was passiert. Man kann sich auch einen Rückschlagklotz da dran bauen, weiter hinten. Ja, dann lass uns das mal probieren. Die Frästeile habe ich jetzt alle fertig soweit, das heißt die Domino-Dübel eingefräst, abgerundet, geschliffen an den Maschinen. Und jetzt werde ich die nochmal prüfen und mit dem Handschleifklotz nochmal die Konturen nachschleifen. Das ist ein Kinderbett und von daher will ich auf sicher gehen, dass da nichts übersteht. Das mache ich mit dem Handschleifklotz. Ich habe hier zwei
Eigenwerbung, 2 Schleifklötze im Programm, einer für handelsübliches Schleifpapier, das muss man hier umwickeln und quasi die ganze Zeit so halten. Oder wer die edlere Version will, gibt es hier einen Glättschleifklotz. Die Besonderheit ist, dass die Glätte hier in das Holz eingeleimt ist und beim Abziehen vom Schleifmittel nicht weggeht. Zudem ist er biologisch, das heißt, ich habe hier nur Buchenholz und diese Glätte vorne drauf. Und man kann jetzt hier diese, zum Beispiel das Mirka Gitterschleifmittel da drauf machen. Und man muss es eben jetzt hier nicht dauerhaft halten und kann so optimal schleifen. Das heißt, so werde ich jetzt die ganzen Teile nochmal nachschleifen. Das ist nicht viel Arbeit, aber es soll ja nachher sauber ausschauen. Und noch ein anderer Vorteil von diesem Schleifklotz, wenn ihr die Schleifklötze kennt aus PU-Schaum oder aus Schaum, die fallen mit der Zeit ein, werden poröse von UV-Licht und sind auch nicht so stabil. Das heißt, der ist formstabil, druckstabil und gerade für solche Dinge dadurch extrem gut geeignet. Wenn ihr seht, der Schleifstab geht durch das Gitter durch. Ihr könnt das Netzschleifmittel ausklopfen und habt da viel länger Restantzeiten auf dem Schleifpapier, wie wenn ihr das hier mit klassischem Schleifpapier macht. Das setzt sich zu. Der Schleifstab geht hier rein und ihr müsst viel schneller tauschen. Das heißt, hier ist zwar teuer, aber ihr habt hier viel längere Standzeiten, weil wie gesagt der Stab da durchgeht. Ja, jetzt haben wir alle komplett fertig geschliffen, abgerundet, gefräst, jetzt werden sie geölt. Und beim Ölen müsst ihr aufpassen, normalerweise öle ich immer nach dem Verleimen. Weil ich jetzt so viele Stacheten habe, öle ich die vorher. Und ich passe jetzt auf, dass ich hier in diese Domino-Verbindung kein Öl reinkriege. Ja, wenn da Öl reinkommt in die Verbindung, dann hält der Dübel nicht und der Leim. Das heißt, ihr müsst aufpassen, wenn ihr vorher ölt, dass in die Verbindungen kein Öl reinläuft. Ja, da habe ich noch ein Topöl von Osmo. Ich habe jetzt nichts anderes da und verwende daher dieses Top Oil, normal für Arbeitsplatten. Ja, das ist jetzt irgendwie weiß. Ich habe das noch nie verwendet in weiß. Mal gucken, wie das rauskommt. So, ich ziehe mir Handschuhe an, weil dieses Öl so klebrig ist. Keine Lust drauf. Oha, die sind schon ein bisschen alt. Ist kaputt. Ja, ich knoll mir immer so ein altes Leintuch, mache ich so einen Ballen draus. Jetzt kann ich den eintunken und dann das Öl drauf machen. Die ersten Teile reibe ich jetzt schon mal ab, sodass der Überschuss von Öl unten ist und der die dann zum Trocknen wieder auf die Leisten hin. So, alles schön trocken. Ja, das Schlimmste haben wir mit diesen Stacheten. Jetzt gehen wir weiter im Schritt mit dem Bodenbett und machen die Rahmenteile.
Die Seitenteile haben wir ja schon angezeichnet. Jetzt müssen wir noch diese Pfosten hier anzeichnen und diese Übergänge. Das heißt, ich lege mir die 4 Teile hier hin und reiße die erstmal an. Und oben 5 mm, dann 40. Dann kommt die Stachete hier. Und dann noch 120. So. So, das heißt, hier fräse ich einen Dübel ein, ein Domino in der Mitte und der Kopf und das Kopf und das Fußelement wird komplett verleimt, sodass ich das rechte und linke Bettseitenteil später mit Dominoverbinder hier in das Kopf- und Fußteil integriere und anschraube, wieder lösbar. Ich werde hier 3 Dominos einfräsen und oben einer, der müsste mir reichen. Und jetzt muss ich natürlich 2 rechte und 2 linke Teile haben. Jetzt fräse ich die Schacheten hier ein. Dazu werde ich jetzt nur die Maschine hier von 16 auf 20 stellen. Ich habe hier 20 mm dickes Material. Eine kleine Pause. Die Maschine läuft gerade wieder schwer. Ist auch, wie gesagt, schon echt alt. Das heißt, ich mache die auseinander und reinige mal die Säulen hier mit Nuller Stahlwolle. Mache ich mal hier die Säulen sauber. So. Und Tropfen Öl drauf. Und schwupp, haben wir wieder eine saubere Führung. So, alle langen Teile sind jetzt auch gefräst. Überall sind die Stacheten eingefräst. Beim Kopf- und Fußteil habe ich stirnseitig in der gleichen Einstellung 3 Dominolöcher reingefräst. Und die werde ich jetzt auch hier in diese Eckteile einfräsen. Das ist alles schön angerissen. Das heißt, ich werde jetzt hier, das sind 30er Stäbe, die Maschine manuell auf 30 einstellen, also 15 die Mitte. Für solche Arbeiten ist ein MFT eigentlich ganz praktisch mit den Löchern. Da kann man sich schön Anschläge anbauen. Wenn man jetzt kein MFT hat, empfiehlt es sich, Hilfsvorrichtungen zu machen, wie ich da. Jetzt kann ich hier das Holz anlegen und schön einfräsen.
Ja, alles ist geschliffen. Das gehört jetzt auch nicht zu meiner Lieblingsbeschäftigung, das Schleifen von Holz. Aber muss es halt tun. Und jetzt kann ich die Kopf- und Fußteile verleimen und das Wandteil. Jetzt werde ich quasi zuerst hier die Dominos einleimen und dann erst die Werkstücke hier mit Leim angeben. Ich gucke, dass ich hier jetzt nicht zu viel Leim reinkriege. Alles, was rauskommt, muss ich auch irgendwie wieder wegputzen. Das heißt, ich gehe hier behutsam mit dem Leim um, mache rechts und links einen kleinen Streifen rein. Und das reicht eigentlich. Es sind so viel Dübel nachher drin, dass da eigentlich nichts passieren sollte. Genau richtig, kommt nichts raus. So muss es sein. Ja, dasselbe mache ich jetzt hier. Nicht zu viel Leim rein, es sind so viele Dübel da drin, dass da eigentlich nichts passiert und das nicht auseinander geht, auch wenn ihr nur einen kleinen Tropfen Leim da rein macht. Das Kopf- und Fußteil schaut jetzt schon richtig gut aus. Das habe ich verleimt. Ihr habt es gesehen, auch in dem Short, das ich schon veröffentlicht habe. Da kamen auch die Kommentare, dass es gar nicht so einfach ist, so lange Teile zu verleimen. Und jetzt geht es um das ganz lange Seitenteil. Da sind 19 Stacheten drin. Und mal gucken, wie das funktioniert. Es gibt natürlich auch verschiedene Leime. Da müsst ihr aufpassen, wenn ihr euch unsicher seid. Müsst ihr einen Leim nehmen, der eine lange offene Zeit hat. Ich verwende hier einen wasserfesten 3D-Leim und der hat eine sehr kurze offene Zeit. Ich muss mal gucken, ob es hier drauf steht. Ich glaube von 6 Minuten. Das heißt, da muss man schon richtig Gas geben, um die Teile verleimen zu können. Wie ich das mache, das zeige ich euch. Aber zuallererst, meine Leimflasche ist leer, muss ich die auffüllen. Und da gibt es auch einen Trick. Der eine oder andere kennt den vielleicht schon. Für den, der es nicht kennt, zeige ich den. Ich habe eigentlich immer so 4,5 Liter Weißleim bei mir und fülle da eben immer diese Leimspritzen auf. Das ist für mich nachhaltig. Und wenn die Spitzen kaputt sind, die kann man nachkaufen. Und ich liebe eigentlich diese schmale, dünne Spitzen, da kann man optimal Leim angeben. Der Deckel ist jetzt festgeklebt. Zum Lösen haue ich mit dem Hammer da seitlich drauf, drehe die Flasche ein bisschen und dann kann ich den Deckel lösen. Mache dann hier die alten Leimreste weg. Jetzt drücke ich diese Leimspritze, heißt es, Express ab. Die gibt es bei Amazon zu kaufen. Drücke die Flasche zusammen, stecke die dann kopfüber in den Leimpott rein, bis nur die Spitze so 1 Zentimeter tief eintaucht und dann drücke ich die Flasche hier zusammen und schaue drauf, dass die Spitze immer im Leim steckt. Und so füllt sich jetzt über so eine Art Vakuum die Leimflasche neu auf und ist mit wenig Sauerei verbunden. Das Ganze so.
Die wird jetzt nicht ganz voll. Man könnte es nochmal drücken, aber mir reicht es so. Und schwuppdiwupp habe ich die Leimflasche wieder gefüllt. Ganz wichtig immer, wenn man solche Teile macht, immer versuchen in Etappen zu leimen. Wenn ihr viele Teile verbinden wollt, wenn es jetzt nicht geht wie hier, muss man sich genau alles herrichten. Das heißt die Zulagen, gegen die ich mit den Schraubzwingen spanne, damit ich keine Druckstellen hier reinkriege. Und auch die Stacheten, die werde ich jetzt alle schon vorleimen. Das heißt, ich mache überall ein Dübel rein. Gehe hier auch echt behutsam mit der Leimangabe vor, denn alles, was rauskommt, muss ich wegputzen nachher im Stress. Das heißt, ich mache nur ganz wenig Leim rein. Bei 19 Stacheten, da reicht es auch, es wird nie im Leben auseinandergehen, sondern auch echt gut halten mit weniger Leim da dran. Das heißt, ich werde jetzt hier auf beiden Seiten immer die Dübel vorleimen. Dann habe ich nachher den Stress nicht, die Dübel auch noch hier einklopfen zu müssen, sondern dann kann ich mich konzentrieren auf den eigentlichen Leimvorgang. Erst die eine Seite, Flasche drehen, dann die andere Seite. So kriegt man ausreichend Leim da rein. Wenn es einem zu viel ist, kann man den Überschuss noch wegmachen. Und das reicht vollkommen. Ja, es gibt da sehr viele unterschiedliche Flaschen, auch mit unterschiedlichen Düsen. Aber eben für solche filigranen Dinge braucht man eben eine schmale Leimdüse, Leimspritze, dass man hier reinkommt. Wenn die Düse zu dick ist, dann kommt man nicht vernünftig in das Dominoloch rein und hat dann leicht auch mal einfach zu viel Leim da angegeben. So, ich habe jetzt alles beleimt, alle Dübel sind drin oder Dominos. Und jetzt gehen wir rüber zu den langen Teilen. Auch hier gebe ich jetzt dezent Leim an, nicht zu viel. Ich mache hier, damit ich die Flasche nicht immer rechts-links drehen muss, das tut meiner Hand besser gut, erst die eine Seite an, ganz wenig. Man sieht, dann bin ich auch recht schnell im Leim angeben. Wenn die Düse zu dick ist, dann komme ich da einfach nicht rein. Dann drehe ich die Flasche und mache die andere Seite. Wie gesagt, bei so einer Menge Dominos wird es im Leben nie auseinandergehen. Und wenn ich das schaffe, mit nebenher meine Videokamera umzustellen und trotzdem die Sachen zusammenbekommen, dann solltet ihr das eigentlich auch schaffen. Wenn ihr die Tricks ein bisschen befolgt, die ich euch gebe. So, nächster Trick. Ich muss ja jetzt dieses Fries, das schmale Fries oben drauf machen. Wenn ihr jetzt hier Leim angegeben habt und ihr macht es oben drauf, dann läuft euch der ganze Leim hier runter und verschmiert euch dieses Werkstück. Das heißt, wenn es geht, wenn es nicht alleine geht, dann zu zweit. Guckt ihr, dass ihr das Teil umdreht und jetzt so einfädelt. Dann läuft euch der Leim nicht über das Werkstück drüber. Wenn ihr Hilfe habt, macht es zu zweit. Wenn ihr euch nicht traut,
Dann geht es auch leichter. So, ich komme jetzt hier auch nicht weiter, weil es zu arg federt. Dann drehe ich das Ganze um und setze schon mal Schraubzwingen an. Und dann kann ich den Rest auch noch einfädeln. Ja, Fehler. Ich hätte die erste Schraubzwinge weiter innen setzen müssen. Also nochmal das Ganze. So. Jetzt ist es besser. So, jetzt kriege ich hier Druck auf dieses obere Vries und kann dann gucken, dass ich die andere Teile hier reinkriege. Hier wollen wir eine Schraubzwinge setzen. Wenn ihr die Schraubzwingen hier auf die Zulagen auflegt, dann können sie auch nicht umkippen. Wenn die Teile weiter zusammengehen und dann die Klemmkraft nachlässt, mir droht jetzt das äußere Vries nach unten abzukippen. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da auch in der Flucht reinkommt. Das heißt, ich setze jetzt die Schraubzwinge bewusst ein bisschen oberhalb an und drücke dann ein bisschen, dass das Vries wieder gerade wird. Und jetzt werde ich von unten mehr Spannung geben und gucken, dass ich die Teile vollends zusammenkriege. Ja, perfekt. Auch wenn man beim Leimen doch das ein oder andere Mal ins Schwitzen kommt. Nochmal die Kontrolle von unten, ob Leim rausschaut. Ist hier ein bisschen. Das mache ich gleich weg. Prima. Gut. Ja, das war das schwierigste Element. Jetzt werden wir noch die Eckverbindungen hier zum Fuß- und Kopfteil machen. Die sind dann lösbar. Und auch den Lattenrost, den machen wir auch selber. Also Kopf- und Fußteil haben wir jetzt fertig geleimt. Das sind die zwei Teile. Und das Seitenteil, das lange, haben wir auch fertig. Jetzt müssen wir noch dieses Gitter bauen. Das baue ich ein bisschen um, nicht wie hier auf der Zeichnung, sondern ich mache hier die Stütze nach unten verlängert und schiebe die da ein, sodass man dieses Teil auch entnehmen kann, wenn man das Bett später ohne dieses Seitenelement verwenden will. Das heißt, ich leime jetzt erstmal die Teile hier, die sind schon vorgerichtet. Ja, und dann im nächsten Schritt werde ich diese vordere Stütze hier bauen, die wird hier dran kommen und die wird hier eingesägt, sodass ich die Stütze von oben einschiebe und hier unten mit einer Schraube sichere, sodass man dieses vordere Teil auch abnehmen kann.
Dazu lege ich jetzt dieses Holz, das ich hier einschlitze, auf das Werkstück. Gucke, dass ich den gleichen Überstand von der Oberkante habe. Und ich übertrage jetzt hier diesen Punkt, winkle den um auf alle 4 Seiten. Gucken wir mal, ob der Winkel genau ist. Jawohl. Kommt hier genau raus. Den Winkel, den habe ich mal machen lassen. Das ist aus Aluminium, sehr leicht, optimal für kleine Anrissarbeiten. Aber leider komme ich mit dem Preis nicht klar, wenn man den hier in Deutschland produziert und dann die ganze günstige China-Ware als Wettbewerb hat. Dann brauchen wir das eigentlich gar nicht anfangen hier. Schade. Okay, gehen wir weiter auf die Säge. Ich habe mir hier jetzt diesen Sägeblattauslauf angezeichnet. Das heißt hier mit Markierung. Das Sägeblatt dreht sich jetzt noch durch. Das heißt, wenn ich bis hier mit dem Strich an den Strich einsäge, dann komme ich genau hier an der Unterseite raus. Und so will ich im Prinzip dieses Teil schlitzen, sodass ich das über die untere Seite drüber schieben kann. Das heißt, ich säge jetzt hier mal ein. Und weil ich nicht immer drauf schauen will, dass ich genau am Strich rauskomme, mache ich mir hier jetzt einen Anschlag hin. Und dafür eine Schraubzinge, die geschmiedet ist, und zwar komplett. Die geht nämlich nicht, die vibriert sich nicht auf, und so könnt ihr jetzt diesen Anschlag hier festspannen. So. So, jetzt will ich den Rest hier noch ausräumen. Das heißt, ich mache den Anschlag mir hier weg. Ich muss jetzt hier tatsächlich gucken auf den Strich, dass ich das sauber treffe. So, jetzt müssen wir noch die Verbindungen fräsen, also die Eckverbindungen der einzelnen Elemente. Ich fange an mit dem schmalen Teil vorne, lege das hier so an der Ausklinkung. Da wird nachher das Teil aufgesteckt und mache jetzt hier 8x50 Dübel rein, zeichne mir die hier an.
Gehe immer auf die Mitte von dem Vries. Übertrage das dann hier nach oben. Und habe jetzt wieder meine 2 Anlageflächen, um das einzufräsen. Hier haben wir ja 20er Material. Das ist ganz einfach an der Dübelfräse. Stelle ich hier die 20er Höhe ein. Wie gesagt, ich habe einen 8 mm Fräser drin. Ich nehme einen 8x40 Dübel oder 8x50. Muss ja gucken, was ich da habe. Ich habe nur 8x50 da, egal. Stelle ich hier auf 25 ein, Mitte, Mitte. Jetzt fräse ich mir hier diese 2 Verbindungen rein. Jetzt muss ich hier auch in die Mitte. Das auf 35 mm gehobelt. Ich stelle jetzt hier an der Skala die Mitte ein. So, ich habe jetzt die Mitte hier eingestellt. Nehme jetzt wieder die Linie. Und jetzt werde ich mal nur grob ein bisschen antippen und dann gucken, ob ich es richtig eingestellt habe. Weil wenn ich nur so fräse, kann ich immer noch was korrigieren. Das heißt, ich habe jetzt hier 14 mm. Und hier auch. Perfekt. Also jetzt kann ich das einfräsen hier. Bei so Einzeldübel benetze ich gern das Loch nach dem Angeben vom Leim umlaufend. Nehme dann eine Schraube, dass überall Leim dran ist. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich keinen Fehler mache. Das ist nämlich so rum. Das schmale Teil ist unten und das andere oben. Jawohl. Perfekt. Tritt Holzleim aus wie hier. Dann ist es ratsam, wir machen den gleich mit einem nassen Tuch weg. Solange er noch frisch ist, geht er gut weg. Ansonsten habt ihr nach dem Ölen Flecken da dran an der Stelle. Jetzt kommen wir zum letzten Schritt des Bettbaus, und zwar werden wir jetzt die Verbinder einfräsen. Ich habe mir jetzt überlegt, wie ich die mache. Ich werde die Domino-Verbinder einfräsen. Einer hier, das ist natürlich das Gegenstück. Und hier noch 2 30-Dübel, damit ich hier einen Halt kriege zum Stecken. Und das müsste eigentlich reichen, um das Ganze zusammenzuziehen. Und die gehen relativ einfach zu verarbeiten. Das heißt, ich zeichne jetzt alles an. Ich schreibe immer gern B hin. Hier kommt der Beschlag rein, dann weiß ich genau, wo ich anlegen muss und welche Fräsung da reinkommt. So, auf dieser Seite mache ich die Spreizanker rein. Die werden mit einem 8 mm Fräser eingefräst.
Ich stelle die Maschine jetzt auf 15 ein, das ist die Mitte hier von dem Fries. Mache die Frästiefe auf 15 mm, passgenaues Loch. 8 mm Fräser habe ich schon drin von der Dübelung. Und jetzt kann ich hier die erste Verbindung einfräsen. So, die äußeren Dübel, die fräse ich auch mit dem gleichen Fräser, haben wir es überlegt. Mache hier aber 20 tief, sodass ich die 8x20 Dübel da reinkriege. Was habe ich hier gemacht? Ich habe hier passgenauen Dübel gefräst und hier habe ich zweimal versetzt. Und zwar gehe ich da immer so 1 mm neben dem Strich auf die Markierung, fräse da rein, versetze nochmal um 1 mm, gehe nochmal rein. Und dann habe ich hier ein bisschen Spiel und kriege die ganze Verbindung nachher beim Aufbauen besser zusammen. Wenn ich jetzt hier die breitere Stufe nehme, dann ist mir der Schlitz zu breit für so eine Rahmenverbindung. Das ist bei Platte okay. Aber bei Rahmenverbindungen möchte ich nicht so riesen Schlitze da drin haben. Das heißt, ich versetze hier einfach nur um 1 mm rechts und links und habe so mehr Spiel, um das Ganze zu fügen. So, jetzt fräse ich das Gegenstück vom Beschlag ein. Hier muss ich 28 tief fräsen. Gehe hier auf die Mitte und mache ein passgenaues Loch. So, alles gefräst. Jetzt kann ich im Prinzip diesen Querbolzen hier einbohren. Das mache ich mit der Bohrlehre. Und ich kann mich jetzt entscheiden, ob ich von innen oder von außen den Beschlag bohre. Ich stecke auf jeden Fall die Bohrlehre hier ein, senke den Anschlag auf die Fläche ab hier. Und automatisch ist jetzt die Tiefe eingestellt. Und ich entscheide mich jetzt hier damit, dass ich das von innen bohre. Das heißt, ich drehe das Ganze jetzt um, wo wir die Außenseite gehabt haben. Jetzt bohre ich den Verbinder ein. Ja, ich baue hier ein Kinderbett. Es gibt hier Abdeckkappen, um das Loch zu verschließen. Aber beim Kinderbett haben so kleine Teile nichts verloren. Das heißt, ich entgrade die Bohrungen von Hand und verzichte auf die Abdeckkappen. Ja, gut, dass ich die Stacheten schon mal vorgeölt habe. So ist es einfacher. Nur noch auf die Fläche drauf und die Kanten sind alle schon fertig.
Ja, wir sind fast am Ende angekommen. Ich möchte mich ganz herzlich für euch bedanken, die es bisher geschafft haben. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß bei dem Video und konntet das eine oder andere für euch mitnehmen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch und einen Kommentar unten unter dem Video freuen. Nur dann wird das Video auch häufiger gezeigt von YouTube, das wisst ihr.